Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf dieser Seite hier werde ich die Seite einblenden, die ich gerade lese. Und da oben werde ich nochmal eine Infokarte zeigen, womit ihr auf die anderen vorherigen Teile kommt. So, ich blätter wieder dahin, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich glaube, das letzte, was wir hatten, war... Lass mich überlegen. Oh, das war durch. Nee, weiter hier. Hier, ne? Das hatten wir. Genau, die Todesrose Heisterbach hatten wir gehabt. Und das Raubritterwesen. Genau, mit Eppelin von Geiling. Das war das letzte, was wir hatten. So. Jetzt mal die Brille aufsetzen, ohne ein dummes Gesicht zu machen. Perfekt. So. Dann wollen wir mal. Habe ich hier alles auf Start? Ja, ich denke, es passt. Ja. So. Ja, hat's geknackt. Gut. Die Sage, mit der wir heute beginnen, heißt Johann Hübner. Auf den Geisenberge in Westfalen stehen noch die Mauern von einer Burg, in der vor Alters Räuber gewohnt haben. Sie gingen nachts im Lande umher, stahlen den Leuten das Vieh und trieben es in ihren Stalle, um es dann an fremde Fernwohnekäufer abzusetzen. Der letzte Räuber, der hier gewohnt hat, hieß Johann Hübner. Der hatte eiserne Kleidung an und war stärker als alle anderen Männer. Er war einäugig und trug einen krausen Bart und krause Haare. Am Tage saß er mit seinen Knechten in einem Zimmer, von dem man noch lange Zeit ein Fenster sehen konnte. Da tranken und praßte er mit ihnen. Mit seinem einzigen Auge konnte er sehr weit sehen, und nichts entging ihm in der Ferne. Wenn er nun von Weitem einen Reiter sah, dann rief er seinen Gesellen: »Hallo! Da kommt uns ein Ritter in den Weg, fürwahr ein schönes Ross. Hallo!« Dann zogen sie hinaus, passten den Ritter auf, nahmen ihn das Pferd ab und schlugen ihn tot. Das wurde zuletzt den Bauern zu arg, und sie wandten sich darum an den Fürsten von Dillenburg, einen streitbaren Herrn, der nach seiner Eisenrüstung gewöhnlich der Schwarze Christian genannt wurde. Der hatte auch schon viel von den verwegenen Streichen Johann Hübners gehört und nahm sich ernstlich vor, dem Landplacker das Handwerk zu legen. Doch war dem Räuber schwer beizukommen. Seine Burg, die einen sehr starken Turm besaß, ließ sich nicht leicht erstürmen, dazu war sie zu fest. Es schien auch unmöglich, sie auszuhungern, denn der Räuber hatte sicher seine Keller, Ställe und Vorratsräume aufs Beste gefüllt. Blieb nichts weiter übrig, als ihn im Lande aufzulauern, wenn er seine Streifzüge machte. Auch das war keine leichte Sache, denn dem verschlagenen Ritter waren Wege und Stege wohl bekannt. Zudem hatte er davon Wind bekommen, dass ihm der Fürst zu Leibe wolle, und nahm sich darum in Acht. Nun hatte der Schwarze Christian einen klugen und treuen Knecht, der hieß Hans Flick. Den schickte er über Lande, den Johann Hübner aufzupassen. Er selbst hielt sich mit zuverlässigen Leuten im Hinterhalde auf, viele Tage lang. Während dieser Zeit versorgten ihn die Bauern mit Brot, Butter und Käse. Für Hans Flick war es aber keine leichte Sache, den Räuber, den er nie gesehen, auszukundschaften. Er wusste eben nur, dass der Gesuchte einäugig war und krauses Haar samt einem krausen Bart besaß. Der Zufall führte ihn in eine Schmiede, wo er einen fremden Mann sein Pferd beschlagen ließ. In der Schmiede lagen und standen viele Wagenräder. Der fremde Mann hatte sich auf eins derselben gelehnt und sah dem Schmiede bei der Arbeit zu. Hans Flick, der die Augen überall hatte, sah wohl, dass der Fremde nur ein Auge besaß und eiserne Kleidung trug. Da ging er mutig auf ihn zu und sagte: »Grüß Gott, Mann mit eisernen Wanz und einem Auge. Bist du nicht Johann Hübner von Geisenberg?« Der Mann antwortete ruhig: »Johann Hübner von Geisenberg glitt auf dem Rade.« Weil nun der Gefragte so gelassen blieb, wurde Hans Flick unsicher, ob er wohl an den Rechten gekommen sein möchte, glaubte, dass der Gesuchte wohl irgendeinem Gerichte in die Hände gefallen sei und fragte: »War das kürzlich?« »Ja, erst heute«, erwiderte er mit großer Seelenruhe.
Der Knecht wusste nun nicht, was er glauben sollte und blieb vorsichtshalber in der Schmiede, bis des fremden Mannes Pferd beschlagen war. Als der Einäugige aufsaß, rief er zu Hans Flick zu: »Gott grüß dich, braver Kerl. Sag deinem Herrn, er soll mir Fäuste schicken, nicht Leute, die nur mit der Zunge fechten.« Da fiel es dem Knecht wie Schuppen von den Augen. Er jagte hinter ihm her und suchte aus den Hufspuren den Wege zu ermitteln, den jener genommen. Damit hatte er aber kein Glück, denn der Schlaue war auf seiner Hut gewesen und hatte die Hufeisen verkehrt aufschlagen lassen. Dann war er hin und her geritten, so dass der Verfolger irre wurde, denn wo jener gewesen war, da gingen die Fußspuren zurück. Umso eifriger suchte Hans den Vermissten und ertappte ihn schließlich doch, wie er nachts bei Mondenschein mit seinen Knechten auf der Heide lag und geraubtes Vieh hütete. Da eilte er froh zu seinem Herrn, der schon lange ungeduldig auf diese Nachricht wartete. Sogleich ritt Fürst Christian mit seinen Leuten durch den Wald, und um möglichst geräuschlos aufzukommen, hatte er den Pferden Moos unter die Hufe binden lassen. Johann Hübner wurde umzingelt, und da er keinen Ausweg fand, beschloss er, sein Leben so teuer wie möglich zu verkaufen. Da fing ein grimmiges Streiten an, so dass die nächtliche stille Heide von Schwertschlage und Kampfgetöse widerhallte. Der schwarze Christian und Johann Hübner schlugen sich gegenseitig auf die eisernen Hüte und Panzer, bis endlich nach tapferer Gegenwehr der Räuber den kürzeren zog und zum Tode verwundet auf dem Platz liegen blieb. Hierauf zog der Fürst nach Geisenberg und nahm das Raubnest ohne große Mühe ein. Er ließ den großen Turm untergraben und trug den Bauern auf, viel Holz um ihn herumzulegen. Das wurde danach angezündet und die ganze Burg stand bald darauf in hellen Flammen. Gegen Abend, als im Dorfe die Kühe gemolken wurden, fiel der Turm zusammen, so dass das ganze Land von der Erschütterung bebte. Johann Hübner wurde in einer Ecke der Ruine begraben. Um Mitternacht erscheint er nochmal manchmal. Er sitzt dann auf seinem schwarzen Pferd und reitet um den Wall herum. Gar oft hört man ihn in stürmischen Nächten wie früher rufen: »Hallo, ein Reiter! Hallo!« Naja, eigentlich müsste man ja so machen. »Hallo, ein Reiter! Hallo!« So ein bisschen schummrig. Ja, Mensch. Gut, das war Johann Hübner. Das war jetzt eine etwas längere Sage. Auch sehr schön, ne? War aber mal eine richtige Geschichte. Ich weiß, war nicht nur eine normale Sage, war mal eine richtige Geschichte. Der schwarze Christian und der Johann Hübner. Ist aber komisch, dass der Hübner sich so, ja, dass der an so einer dummen Stelle dann erwischt wurde. Ne? Ich meine, er wusste ja schon Bescheid und ist dann trotzdem so leichtsinnig. Na gut, vielleicht waren sie besoffen. Wer weiß, da macht man ja so einige dumme Sachen. Aber meine Güte. Diese ganzen Räuber. Gut. Aber das mit dem Pferd, kann man die Hufeisen verkehrt rum aufschlagen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, das findet das Pferd doch bestimmt nicht Knorke, oder? Ich meine, zieht doch euch mal die Schuhe verkehrt rum an und fangt dann an mal zu laufen. Das ist nicht cool. Naja, gut. Machen wir weiter. Die nächste Sage. Die Müllerin. Zwischen Ems und Wels in Österreich lebte auf einer einsamen Mühle ein Müller mit Weib und Kind. Der war nach seinen Gewohnheiten mit den Knechten am Sonntag in die Kirche gegangen und nur die Frau war mit dem Söhnelein daheim geblieben, denn es musste eben jemand im Hause bleiben. Als die Frau so allein saß, kam eine Frau aus Wels an die Tür und bat sehr demütig um eine kleine Stärkung, weil sie einen weiten Weg zurückgelegt habe und sehr müde sei. Die Müllerin nahm sie freundlich auf, hieß sie sich ausruhen und holte ihr reichlich zu essen. So saßen nun die beiden Frauen friedlich zusammen. Da traf sich, dass die Müllerin etwas entfiel, worauf sie sich bückte, um es wieder aufzuheben. Als sie sich wieder emporrichten wollte, fasste die Fremde ein Messer und sagte: »Jetzt gebt mir augenblicklich euer Geld, das ihr bar bei euch liegt, oder ich steche euch die kalte Klinge in die Brust.« Die Müllerin erschrak, fasste sich aber und antwortete: »Kommt mit hinüber in die Kammer. Da liegt im Schranke, was wir haben. Das nimmt.« Die Frau folgte ihr,
nahm das Geld aus dem Schranke und, weil es ihrer Habsucht nicht genug war, suchte sie noch in den anderen Fächern. Diesen Augenblick benutzte die Müllerin, trat schnell hinaus, schloss die Tür fest zu, und da das Fenster stark vergittert war, so sah sich das brustlose Weib in der Kammer gefangen. Nun ruft die Müllerin ihr 7-jährigen Söhnlein und sagt zu ihm: »Lauf geschwind zum Vater in die Kirche. Er möge rasch mit den Knechten kommen, denn ich bin in großer Gefahr.« Das Kind sprang davon, aber nicht weit von der Mühle traf es den Mann der Räuberin, der verabredetermaßen kam, die Beute nach Hause zu tragen. Als er das Kind sah, fasste er es und riss es mit sich zur Mühle zurück. Die Müllerin, die ihren Mann erwartete, sah ihn kommen, verschloss sogleich die Haustür und schob alle Riegel davor. Der Mann forderte Einlass und drohte, falls ihm nicht geöffnet wurde, das Kind zu töten und die Mühle in Brand zu stecken. Die Müllerin schrie nun aus dem Fenster um Hilfe, aber niemand hörte sie, denn das Gebäude war mit Bäumen umgeben und zum Dorfe war es zu weit. Auch waren alle Leute in der Kirche, und der Müller betete gerade dort, dass Gott ihn und die Seinen gnädig beschützen und erhalten möge. Währenddessen versuchte der wütende Räuber draußen, ob er die Tür nicht eintreten könne. Das gelang ihm aber nicht. Nun drohte er der Frau, ihren Söhnlein zu erstechen, wenn sie nicht sogleich öffnen würde. Die Mutter schwankte und hatte schon den Riegel berührt, um den Unhold zu öffnen, damit ihr liebes Kind erhalten bliebe. Dann kam ihr der Gedanke, dass der wilde Mensch sie wahrscheinlich ermorden würde, wenn sie ihm Einlass gewährte. Sie öffnete also nicht, wusste aber in ihrer Angst nicht, was sie weiter beginnen sollte. Da gab ihr Gott den Einfall, das Mühlenwerk in Gang zu setzen, damit durch das am Sonntag ungewöhnliche Geräusch die Iren herbeigerufen würden. Sie tat es, und sogleich drehte sich das große Rad brausend um. Gleichzeitig war aber auch der Räuber zu dem Entschlusse gekommen, durch den Mahlgang in das Haus zu kriechen. Wie er nun über das Rad kletterte, setzte die Müllerin das Werk in Gang, ohne zu wissen, dass der Einbrecher sich darin befand. Alsbald war er herabgerissen und jämmerlich zerquetscht. Bald darauf erschien der Müller mit seinen Knechten und erlöste Frau und Büblein. Als sie die Tür öffneten und der das Weib des Räubers gefangen war, fanden sie, dass die Einbrecherin tot war. Vor Schreck und Angst hatte sie der Schlag gerührt. Alter Falter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch wieder eine schöne Sage, aber halt mehr so, mehr als Geschichten. So, es ist schon eine richtig komplette Geschichte von Anfang bis Ende als Sage, weil es gibt ja oft Sagen, die enden sehr abrupt, wo man denkt, so, geht's ja denn gar nicht mehr weiter. Ich erinnere euch zum Beispiel an den Werwolf, ne? Den Typen, der sich in Wolf verwandelt. Das klang auch so abgehackt. Hier ist das jetzt mal richtig Anfang, Mitte, Ende. Das muss übel sein, oder? Ich meine, ich weiß ja nicht, ob ihr so eine Vorstellung habt, wie so eine Mühle funktioniert. Ja? Das ist ja, ich weiß es nicht, ich glaube, es ist eine Windmühle oder mit Wasser. Also eine Mühle kann ja entweder mit Wind betrieben werden, ne, das kennt man ja in Holland, ne, die großen Windmühlenräder, oder halt eben mit Wasser. Wenn man halt an so einem Fluss gebaut hat, hat man dann so ein Wasserwerk, was halt dann quasi durch den Fluss getrieben wird. Ne? Und dann wird ja quasi diese Drehung, die dabei entsteht, wird auf einen großen Mühlenstein übertragen. Und der rollt dann, also ihr könnt euch das so vorstellen, so ist dann der Stein dran, das ist der Stein, ist dann hier so dran und dann dreht das sich quasi so mit. Und hier quasi ist nochmal das Ding, was, ihr versteht schon, wie eine Mühle funktioniert. Und wenn ich mir so vorstelle, dass der Typ da reingekrochen ist und der Mühlenstein einmal so üben rüber, holla die Waldfee. Ich meine, der muss geschrien haben wie am Spieß. Schön, dass sie die Details ausgelassen haben. Wer weiß, wie das im Original ist. Ich werde mir das mal später mal anschauen, wie es im Original ist. Weil hier sind ja jetzt keine Details. Ne? Ja, hier steht nichts, dass er geschrien hat oder dass... Nein. Den Gedankenweg gehe ich nicht weiter. Das würde den Rahmen sprengen. Gut, mach mal weiter. Warum ist das überhaupt so witzig? Warum lache ich überhaupt? Gut. Die nächste Sage. Mut eines Weibes.
Auf dem Christenberg in Hessen, nördlich von Marburg, wohnte in alten Zeiten ein König mit seinem Schlosse. Er hatte nur eine einzige Tochter, die wunderbare Gaben besaß und ihm sehr teuer war. Diese hätte gerne König Grünwald zur Gemahlin gehabt. Der Freier wurde aber abgewiesen, denn er war ein arger Heide und grausamer Tyrann. Nun überzog er seinen Nachbarn mit Krieg und trieb mit seinen Scharen den König so in die Enge, dass er sich auf den Christenberg zurückziehen musste. Hier belagerte ihn Grünwald und setzte ihm so zu, dass dem alten König der Mut ganz und gar ausging. In dieser Bedrängnis tröstete und unterstützte ihn Ottilla, seine Tochter. Sie hielt Wache, ermunterte und versorgte die Verteidiger und ging in Festkleidern mit heiterer Miene umher, damit sie den Mut nicht verlieren möchten. Sie verlor die Hoffnung auch nicht dadurch, dass die Belagerung ungewöhnlich lange dauerte und alle Vorräte und Kräfte erschöpfte. Eines Tages aber kam die Hauptmacht des feindlichen Herrn herangezogen, und damit ihre Zahl und Größe der Belagerung unbekannt trugen jeder Krieger einen grünen Baum. Da wurde es Ottilla zum ersten Mal sehr Angst. Sie sprach zum König: »Vater, gebt euch gefangen, der grüne Wald kommt gegangen.« Denn sie erinnerte sich an eine alte Weissagung, wonach es mit der Herrschaft auf dem Christenberge zu Ende sein solle, sobald der Burgwald bis an den Graben des Schlosses heranwüchse. Der König war auch geneigt, sich mit dem Feinde zu vertragen, wusste aber keinen, den er als Unterhändler senden könnte. Da half ihm wieder Ottilla aus der Not und ging mutig zu Grünwald. Und der Heide, der sich schon vorgenommen hatte, alles Lebens im Schlosse über die Klinge springen zu lassen, gestattete ihr nicht nur freien Abzug für ihre Person, sondern erlaubte ihr auch noch so viel aus der Burg mitnehmen zu dürfen, als sie auf einen Esel packen könne. Da setzte die kluge Jungfrau ihren Vater auf einen Esel und packte darauf, was sie von ihren besten Schätzen besaß. Als sie eine gute Strecke fortgegangen waren, rief sie: »Hier wollen wir ruhen.« Danach soll das Dorf Wolmar, das später gegründet wurde, seinen Namen erhalten haben. Bald zogen sie weiter durch die Wildnis bis zum Gebirge. Da sagte sie: »Hier Hatzfeld.« Da blieben sie und bauten ein Schloss, das den Namen Hatzfeld führte. Hatzfeld an der Eder. Die Überbleibsel davon sind bis auf den heutigen Tag zu sehen. Ja, solche Geschichten kennt man ja. Also quasi, dass zwei Königreiche Streit um eine Frau haben und dann anfangen, andere Leute sich zu ermorden. Gut, ich habe hier übrigens noch ein Bild von der Seite 58. Ich sage euch jetzt nicht, zu welcher Sage das Bild ist. Ja? Vielleicht erinnert ihr euch noch. Da springt jemand mit einem Pferd über einen Wall. Ja? Und da hinten ist ein Galgen, da ist sogar noch ein Feuer und da sind sogar noch Menschen mit so Piken oder Halbert, ich weiß nicht genau, was das jetzt ist. Wird's bestimmt. Ja, Mensch, Mut des Weibes, Ottilla. Ottilla ist ein schöner Name. Wie oft gibt es wohl den Namen Ottilla? Habe ich ehrlich gesagt jetzt hier in der Sage nur das erste Mal gehört. Ottilla. Gut. Das war's für heute. Heute auch wieder mal eine etwas kürzere Folge. Ihr wisst ja, die Feiertage sind immer relativ, ja, man hat wenig Zeit, viel hin und her, einkaufen, den ganzen Quatsch an der Kasse rumstehen, so viele Leute, alle auf einen engen. Das kostet Zeit und Nerven. Nichtsdestotrotz mache ich für euch ein Video. Gut, wie dem auch sei, ich wünsche euch noch alles Gute, genießt die Festtage und dann sieht man sich das nächste Mal bei. Genau, macht's gut.